allerseits, ich bin Sven von Autominimalismus.net und keine Sorge, ich habe nicht in guter Wikinger-Manier das Piratennest gebrandschatzt. Lieben Gruß an Atza an der Stelle. Wir haben einfach gerade, was Rucksäcke angeht, einen sehr ähnlichen Geschmack. Und kurz nach ihm habe ich mir den hier auch von der Wunschliste geholt. Aber eigentlich als Angelrucksack. Aber heute hat er ganz gut gepasst. Ich bin wieder ein bisschen im Wald unterwegs, aber erstmal suche ich mir einen Platz, um mich vor diesem wilden Schneegestöber, falls ihr das überhaupt sehen könnt, zu beschützen und mir das gemütlich zu machen. Und wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ach ja, ich koche natürlich auch wieder. Und zwar gibt es heute lecker Lapskaus. Lapskaus im Wald, es ist echt was Feines. Ich habe das in Schweden schon mal kurz gezeigt, wollte euch aber das nochmal richtig zeigen. Und wenn ihr mögt, kommt ihr mit. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber so sieht Schneegestöber an der Nordseeküste aus. Viel mehr haben wir meist nicht. Aber ich finde es trotzdem schön. Zum Beweis, das schneit hier tatsächlich ein ganz klein bisschen. So, ich bin heute in ziemlich minimalistischer Ausrüstung unterwegs. Und nicht, dass ihr euch wundert, das ist kein neues Tarp, sondern um genau zu sein, mein ältestes. Damit habe ich schon, ich glaube, mein zweites oder mein drittes Video, was ich jemals hier auf dem Kanal gedreht habe, habe ich mit dem Tarp gemacht, inklusive der Abspanner. Das habe ich immer so als Set zusammen, weil es eine schöne Größe ist für, ja, mal eben kurz schnell was abspannen. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie die polnische Zeltbahn dran zu binden. So viel Platz ist in dem Rucksack denn doch nicht. Und da habe ich mir das Kleine mit eingesteckt. So habe ich jetzt ja ein Dach über dem Kopf, mehr wollte ich gar nicht haben. Und ja, ich habe meine Tasche voller neuer Ausrüstung. Und zwar nicht, weil ich im Lotto gewonnen habe, sondern zum einen gab es Weihnachtsgeld. Und zum anderen mache ich das zum Jahresende mal so, dass ich schaue, was hat sich bewährt, was war gut, wo hatte ich Spaß dran oder wo möchte ich eine Alternative haben. Und ich verkaufe dann tatsächlich alles, wo ich sage, nee, das war nicht das, was ich behalten möchte. Und so habe ich mir so ein paar Sachen neu gekauft. Denn ich sammle nichts, also ich behalte wirklich nur das, was sich auch bewährt. Und so halte ich das mit den meisten Sachen, eigentlich mit allen Sachen, wenn die nicht einen besonderen Zweck erfüllen, dann brauche ich sie nicht und dann behalte ich sie nicht auch. Daher kommt übrigens auch das Minimalist in meinem Namen. Ich teste sehr viel aus, aber ich behalte wirklich nur, was ich verwende oder wo ich eben Spaß dran habe. Also das Kelly Kettle ist da so ein Beispiel. Den verwende ich nur ganz selten, der macht mir aber einfach Spaß. Deswegen werde ich mich von dem auch nicht trennen. Aber ich will jetzt gar nicht so viel schnacken. Ich werde jetzt mal so ein bisschen Holz suchen, denn ich werde ein kleines Hobofeuer machen. Und dann soll es auch schon losgehen. Ich habe nämlich Hunger.
habe jetzt für den Hobokocher soweit alles vorbereitet. Ja, Messer habe ich gar nicht gebraucht. Für den Hobokocher braucht man in der Regel ja wirklich nur kleine Stücken. Sprich, das kann man alles so brechen ohne Probleme. Das finde ich auch immer ganz praktisch am Hobokocher. Und ich werde jetzt mal eben das Essen zubereiten, beziehungsweise ich zeige euch mal eben, was ich denn eigentlich dabei habe. Also ich muss von vornherein mal sagen, das sieht überhaupt nicht appetitlich aus. Es ist super simpel, also es ist wirklich die einfachste Version vom Lapskaus, die man so machen kann. Aber gerade das ist für draußen natürlich super praktisch. Wir brauchen einmal einen Pott voll Kartoffeln. Die werde ich gleich schälen und ziemlich klein schneiden, weil wir da ein Kartoffelpüree draus machen. Dann habe ich hier, das habe ich eben schon mal reingetan, das ist einfach nur Corned Beef aus der Dose. Das werde ich gleich klein bröseln, einfach so zerkleinern und zur Seite tun. Das wird nämlich, nachdem die Kartoffeln fertig sind und wir das Püree haben, wird das schön zerkleinert und angebraten. Und dann wird am Ende einfach nur beides zusammengemixt. Ihr seht, also viel simpler geht es gar nicht. Aber auch wenn es nicht schön aussieht und auch wenn es wirklich extrem simpel ist, es ist echt lecker. Und man kann es vor allem für draußen gut machen. Man könnte, wenn man möchte, natürlich auch Kartoffelpulver nehmen, um sich da sein Püree zu machen. Dann spart man deutlich was an Kochzeit, muss nur das Wasser einmal aufkochen und ist sofort fertig. So muss ich das ein bisschen köcheln lassen. Das dauert ein bisschen länger, aber das ist auch alles. Das kann man aber genauso gut machen. Und durch das Corned Beef braucht man nichts weiter an Gewürzen, sondern es ist würzig genug, gerade durchs Anbraten nochmal. Und so hat man eine extrem einfache, extrem nahrhafte und auch sehr sättigende Mahlzeit, die man super unterwegs machen kann. Sei es mit dem Hobokocher, mit Gas oder Spiritus oder was auch immer, gar kein Problem. So, die Kartoffeln habe ich in ziemlich kleine Stückchen geschnitten. Dann garen die einfach schneller, wenn man ein Püree draus machen möchte. Und ich gebe wieder Wasser dazu, was ich zu Hause frisch aufgekocht habe und dann ab in die Thermoskanne gegeben habe, sodass ich auch da einfach so ein bisschen Energie spare und auch etwas Zeit. Der Deckel kommt auch sofort drauf. So. Ich habe jetzt etwas Kienspann mit ins Feuer reingegeben, beziehungsweise in die Vorbereitung, also ins Zündernest, wenn man so möchte. Denn es ist alles relativ feucht, jetzt durch die letzten Tage Regen, Schneeregen. So, ja, und Kienspann ist da, finde ich, der beste Zünder. So sieht das Ganze jetzt aus. Und da wollen wir das mal eben in Gang kriegen. Echt irre, wie der zieht. Die Größe ist echt ideal. Das war auch der Grund, warum ich den haben wollte. Also es ist so angenehm leicht zu befeuern. Echt großartig. So sieht die Flamme schon vernünftiger aus. Das war mir eben schon viel zu hoch gewesen. Aber ich muss den Hobo halt auch erst noch kennenlernen. Ich weiß gar nicht, ob ihr sehen könnt, wie wenig Brennstoff eigentlich nur drin ist. Und ich gehe wirklich nur hin und wieder mal klein mit zu. Und viel mehr braucht es gar nicht. Seht ihr, wie wenig das ist? Das reicht vollkommen aus. Dank des heißen Wassers, was ich dazugegeben habe, also was ich gleich von vornherein reingekippt habe, ist das jetzt schon blubbern am Kochen. Das ist echt irre. Und es ist ja wirklich kaum was drin. Ich werfe hin und wieder mal was nach. Und das qualmt so gut wie gar nicht. Also was ihr jetzt an Qualm seht, ist nur Wasserdampf. Das ist nichts vom Hobokocher. Richtig gut. Der Deckel kommt so ein bisschen drauf. Und dann muss das ein paar Minütchen kochen. Also ich lasse das mal so 10 Minütchen köcheln. Dann kann ich das schon runternehmen.
Jetzt brate ich schon das Corned Beef an, falls man mich überhaupt noch hören kann. Das köchelt wieder so ein bisschen vor sich hin. Hier habe ich die Kartoffeln drin. Ist gar nicht so. Das lasse ich noch weiter ziehen in dem heißen Wasser, bis das Corned Beef fertig ist. So, das lasse ich noch eben runterbrennen, denn mehr brauche ich gar nicht. Das Corned Beef ist schon gut dabei. Und dann werde ich gleich schon beides zusammenkippen. Sieht es mir übrigens nach, dass ihr nicht so viele Kameraeinstellungen wie sonst bekommt. Aber gerade wenn ich mit einer Flamme koche, also ne, eben Hobo-Kocher oder dergleichen, dann gilt meine Aufmerksamkeit einfach schlicht der Flamme. Und dann laufe ich da nicht viel drum herum, sondern passe ich eben darauf auf, bleibe in der Nähe und mache mein Essen fertig. Seht ihr, wie wenig da nur noch drin ist? Das glimmt jetzt noch so ein bisschen vor sich hin. Das lasse ich jetzt so, ja, wenn das durch ist, dann dürfte da nicht viel mehr als Asche übrig sein. Und schaut mal hier, wie wenig ich insgesamt nur gebraucht habe, um beides zu kochen. Das ist echt irre. Der zieht wahnsinnig gut und braucht auch gar nicht Massen an Holz. Das brauchen sowieso die meisten Hobo-Kocher nicht, sondern ein sinniges, ruhiges Befeuern. Nicht vollballern bis oben hin, sondern wirklich so nach und nach reinwerfen, damit einfach auch genug Luft zum Atmen ist und der nicht über Gebühr belastet wird. Die Indoor-Variante von Labskaus würde jetzt vorsehen, dass ich das Ganze eben mit einem Pürierstab oder mit einem Stampfer klein mache. Den habe ich nicht mit nach draußen genommen. Einfach deswegen, weil, glaube ich, kaum einer von uns das mit nach draußen nimmt. Und ich will hier ja bewusst immer nur Rezepte zeigen, die, finde ich, auch einfach praxisnah sind. Und deswegen werde ich das gleich so machen, dass ich die Kartoffeln zum Corned Beef gebe und das Ganze einfach so richtig schön kräftig umrühre. Das dürfte in etwa den gleichen Effekt geben. Ich wundere hier so der Kleinkram. Das ist, weil ich die Rinde natürlich von dem Holz abgemacht habe. Ich gebe die Kartoffeln. Wenn noch ein bisschen Wasser drin ist, ist das nicht schlimm. So. Die gebe ich jetzt mit dazu und dann wird gleich erstmal ordentlich umgerührt. Ihr seht, das ging auch ohne Pürierstab gut. Und das ist Labskaus. Wirklich lecker, super schnell zu machen. Wenn ihr das noch ein bisschen feiner haben wollt, dann könnt ihr, was sehr, sehr gut dazu schmeckt, sind zum Beispiel saure Gurken, schmeckt super. Oder rote Beete eingelegte, schmeckt auch richtig lecker, so als Beilage. Man könnte ja noch ein Spiegelei dazu braten, das oben drauflegen, geht auch fantastisch. Habe ich jetzt bewusst nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, dass es halt wieder primär für draußen sein soll. Und je mehr Einzelteile man mitnehmen muss, ja, desto umständlicher ist das und desto eher ist man dazu geneigt, das nicht zu tun. Wenn man das gerne mitschleppen möchte, deswegen sage ich es jetzt auch, hat man da einfach die gute Möglichkeit, das Essen noch leckerer zu machen, indem man einfach das Ganze erweitert. Auch wenn man sich eine Pasta draußen macht, kann man sich da auch schön Spiegelei zu machen. Die Möglichkeit hat man ja immer. Aber ich versuche immer mit möglichst wenig Zutaten und mit möglichst einfachen Mitteln eben ein richtig leckeres Essen zu zaubern. Guten Appetit. Und einen der Hauptgründe, warum ich mir diesen schnieken Rucksack geholt habe und warum es auch primär mein Angelrucksack sein oder werden soll, wobei ich den sicherlich immer mal wieder auch mit in den Wald nehme, wenn ich nichts Großes vorhabe, das zeige ich euch mal eben. Und was ich halt auch richtig genial finde, dass man eben drauf sitzen kann, dass der eine Last aushält bis 150 Kilo, wurde angegeben. Das heißt also, auch wenn man ein paar Kilo mehr drauf hat und ich wiege 115 Kilo, wenn ich dann noch ein bisschen Kleidung anhabe, kommt da noch ein bisschen was dazu, gerade mit dem schweren Lohnenkram. Ich muss mir da also keine Gedanken machen, dass der unter mir zusammenklappt. Bei vielen anderen Klapprucksäcken, also wo dieser Klappstuhl mit drin ist, ich meine, es gibt von Tatonka, weiß ich nicht genau, da gibt es auch einen, aber ich weiß das nicht, ob das bei dem war, aber ich habe es bei mehreren gesehen, da war das Maximalgewicht 100 Kilo oder bei manchen 120 Kilo, was mir dann auch schon zu nah dran ist und ich fahre die Sachen ungern auf Maximallast und da waren die 150 Kilo halt deutlich vertrauenserweckender für mich. Auch wenn hier nur so ein bisschen Schnee runterkommt. Ich finde es herrlich. Ist einfach gemütlich. Super schnell abgekühlt. Und es ist wirklich, gucken, ob ihr es sehen könnt.
Seht ihr? Mehr ist da nicht mehr drin. Nur ein bisschen weiße Asche. Also ich liebe die Größe und ich habe keine schwarzen Finger beim Abbauen. Das finde ich auch ganz angenehm. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Also hier sieht man noch, hat der Hobelkocher gestanden. Aber es hat die Matte problemlos weggesteckt, gar kein Problem. Es ist ja sowieso noch mal so ein Rost unten drin, also so eine Bodenplatte, um den Untergrund zu schützen. Ich nehme trotzdem noch mal die Flammenschutzmatte drunter, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ja, und mit beiden zusammen ist es wirklich gar kein Problem. Also der Untergrund dürfte nicht mal groß gemerkt haben, was da passiert ist. Ich will euch abschließend noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar habe ich euch ja die Eco-Brotbox-Flaschen vorgestellt, habe ich auch das Review schon so gemacht. Und was mir aufgefallen ist jetzt, ich habe mir den Titanbecher geholt, 450 Milliliter. Das passt richtig schön ineinander. Auch wenn die Tatonka-Tasse hier nicht mehr drunter passt, gibt es durchaus Becher, die da drunter passen. Und das finde ich umso besser, weil das Ding halt einfach gefühlt gar nichts wiegt und passt schön hier rum. Ich werde euch jetzt aus meinem temporären Zuhause rausschmeißen. Und zwar werde ich gleich noch ein bisschen andere Ausrüstung rausholen. Ich habe eine Viertelstunde, 20 Minuten Marsch von hier geparkt. Und ich werde die Nacht heute draußen verbringen, aber das werde ich mal wieder alleine machen. Einfach mal wieder so ein bisschen für mich draußen sein. Ihr wisst, ich nehme euch nicht immer mit, ich nehme euch wahnsinnig gerne mit. Versteht mich nicht falsch. Aber ich nehme euch nicht jedes Mal mit. Und da ich jetzt gerade auch noch ein paar Sachen testen möchte für mich, deswegen sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen. Und weil dieses Video voraussichtlich am Freitag vor Weihnachten rauskommen wird, wünsche ich euch ein frohes Fest. Lasst es euch richtig gut gehen. Verbringt eine schöne Zeit mit euren Lieben und ja, genießt einfach die Feiertage, macht, was ihr gerne mögt. Für dieses Video soll es jetzt gewesen sein. Das war halt nur so ein kurzer Ausflug und ich habe euch mal ein bisschen mitgenommen für meine Mittagspause. Und gleich geht es eben weiter, wenn ich mir dann noch mal einen anderen Platz suche, denn das ist auch nur mein temporäres Tarp. Das ist schön leicht, das konnte ich einfach nur reinwerfen. Da konnte ich jetzt mal eben kurz meinen Kochplatz aufbauen. Und dann geht es später weiter. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst wie immer, ab in die Kommentare damit, über Instagram oder meine Homepage mich einfach anschreiben. Schaut auch gerne mal bei meinen anderen Videos rein und wenn euch gefällt, was ihr seht, freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ansonsten, wie gesagt, frohes Fest und bis zum nächsten Mal.